es war einfach zu erfolgreich und die anderen sind dann ein bisschen neidisch geworden und haben gesagt, das kann ja nicht sein. Mit diesem jetzigen Programm sind noch zahlreiche andere Vorteile verbunden, insbesondere was für diejenigen interessant ist, die an einem Plan B interessiert sind. Das heißt, wenn ich in dieses Programm jetzt noch reingehe, wenn ich jetzt noch ein Grundstück kaufe. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, wir sprechen ja heute wieder mal über die Bahamas. Lieber Christoph, schön, dass wir dich, ich weiß gar nicht, das 3. Mal oder das 4. Mal schon bei uns auf dem Kanal haben. Und das Thema Bahamas ist ja wirklich spannend. Eine ganze Reihe von unseren Zuschauern, Zuhörern sind ja mittlerweile schon bei dir auf der Insel gewesen, oder? Und du hast dich mit ihnen getroffen. Ja. Der Sebastian und ich, wir haben es ja noch nicht geschafft. Sebastian, wir sollten uns da mal ein Beispiel an unseren Zuschauern und Zuhörern machen. Die hören das. Wir machen den nächsten Event, machen wir auf den Bahamas. Genau, die hören dir und mir und dem Christoph hier zu und dann buchen die ein Ticket und kommen zum Christoph, oder? Und nicht nur das, sondern es ist also auch so, dass offensichtlich nicht nur, ich sag mal, unser in Anführungsstrichen Gerede hier über die Bahamas so interessant ist, sondern wer da hinkommt, der entscheidet sich interessanterweise dann auch und sagt, ja, ich bleib hier. Es ist ja interessant, es ist ja nicht so einfach, auf die Bahamas zu kommen, wenn man dauerhaft da bleiben will. Da habe ich mal nochmal nachgelesen, also man sollte wenn man 10 bis 20 Jahre Polizist übrigens, falls jetzt hier Polizisten zuhören oder Krankenschwestern, Lehrer oder sogar Pfarrer, also Geistliche, also 20 Jahre Berufserfahrung, die haben gute Chancen, also zum Beispiel auch einen Daueraufenthalt zu bekommen. Das schreibt also wirklich du müsst ja wissen, da eure Verwaltung schreiben es auf der Webseite. Aber ansonsten wollen wir ja hier über einen Weg sprechen heute, der auch dazu führt, so als Plan B oder sogar vielleicht Plan A, seine Residenz auf den Bahamas zu beziehen. Und da hast du ja was ganz Spezielles im Gepäck heute oder sozusagen da an deinen Notizen, was du uns heute erzählen willst. Ja, super. Erstmal Dankeschön, Daniel. Danke, Sebastian, für die Einladung. Es ist, glaube ich, heute der 4. Podcast. Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Also Wahnsinn. Danke auch an die Zuschauer, Zuhörer. Nur die machen es ja auch möglich. Wenn das nicht so spannendes Thema wäre, dann wären wir nicht heute zum 4. Mal wieder zusammen. Diese ganzen Podcasts lesen sich eigentlich in der Retrospektive super. Also für mich zumindest mal super, weil die ganzen Ankündigungen, die ich dort gemacht habe, die sind auch tatsächlich alle eingetroffen. Das spannendste Thema war sicherlich im Februar die Entscheidung der EU, die Bahamas von der schwarzen Liste runterzunehmen. Das war mit Sicherheit eine steile Vorlage vom letzten Jahr, dass ich da gesagt habe, Bahamas führen Steuern ein, die EU wird sie von der schwarzen Liste runtergenommen. Das kam postwendend, also im Februar kann man nachlesen, hat die EU die Bahamas von der schwarzen Liste runtergenommen. Was dann auch von mir prognostiziert wurde, ist, viele Firmen siedeln sich jetzt in der Freihandelszone an, weil in der Freihandelszone sind keine Steuern fällig. Und das hat dazu geführt, dass hier mittlerweile die Grundstücke knapp werden. Die Bevölkerung ist stark angestiegen. Man sieht es auch an dem Autopark, wenn ich morgens an die internationale Schule fahre, meine Kinder abgebe. Also mittlerweile sieht man da Maserati, man sieht da Bentley, man sieht Mercedes, man sieht BMW, man sieht alle. Die Menschen, die vorher in Nassau gelebt haben und so spöttisch auf die Insel runtergeschaut haben, auf alle anderen 700 Inseln, also 699 Inseln, haben sie immer spöttisch heruntergeschaut als Hauptstädter. Die sagen jetzt vermehrt, okay, das müssen wir uns mal anschauen. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute nochmal hier mit dem Podcast uns unterhalten können, über die spannenden Möglichkeiten. Natürlich haben die anderen Inseln das gesehen, dass Grand Bahama so lapidar gesagt so abgeht. Wir haben rund 2 Milliarden Investitionssumme eingesammelt. Wir haben eine eigene Website gemacht, investgrandbahama.com. Und natürlich haben die nicht stillgestanden und deswegen ist es wichtig, dass wir heute reden. Es gibt große Änderungen ab nächsten Jahr, dramatische Änderungen und ja, da können wir direkt einsteigen, wenn ihr möchtet. Absolut. Vielleicht den Sebastian nochmal fragen. Sebastian, Bahamas, siehst du sprichst ja mit vielen Mandanten, die sich für alternative Wohnsitze, Unternehmenssitze interessieren. Hast du jetzt eher Interesse entdeckt bei unseren Mandanten, Bahamas als Wohnsitz oder als Geschäftssitz oder beides? Na, ich würde sagen, auf jeden Fall als Wohnsitz, ganz klar. Ja, als Wohnsitz in Kombination wahrscheinlich mit Geschäftssitz, denke ich, ist für viele interessant. Ja.
Also gerade für so Leute, die jetzt zum Beispiel ja beruflich Trading machen oder so, ist sowas interessant, ja, insbesondere im Trading-Bereich, ja. Okay. Ja, also wir sind gespannt, Christoph, was du uns zu erzählen hast. Also tatsächlich ist es so, Sebastian, die Bahamas sind ein interessanter Wohnsitz und waren bisher auch wegen der schwarzen Liste für Unternehmen eher unattraktiv. Das wird sich natürlich jetzt die nächsten Jahre ändern, dadurch, dass man in diesem karibischen Verbund dieses Abkommen, Freihandelsabkommen mit der EU geschlossen hat, wird sich das sicherlich ändern. Aber es ist ein wunderbarer Platz zum Leben, insbesondere für diejenigen, die so ein bisschen die Ruhe suchen. Ja, also das ist jetzt, ich habe 35 Jahre auf Mallorca gelebt, da habe ich gesagt, okay, ich kann es jetzt auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen und da ist die Insel für mich perfekt. Wir haben ganz viel Natur hier, wir haben über 80 Kilometer Sandstrand, feinster Sandstrand, wir haben Korallenriffe, man kann hier schnorcheln das ganze Jahr über, man kann tauchen das ganze Jahr über. Es ist ein absolutes Paradies. Aber es ist überschaubar, also die Zahl der sehr guten Restaurants ist begrenzt. Also ich würde mal sagen, so 5 würde ich als sehr gut einschätzen, 5 Stück. Und für alles Weitere muss man eben dann nach Miami oder nach Fort Lauderdale oder nach West Palm Beach fahren mit dem Boot oder eben fliegen. Das ist unser Vorteil hier. Grand Bahama liegt nur rund 60 Seemeilen vor der Küste von Florida. Viele haben hier ein privates Flugzeug. Es gibt eine Chatgruppe. Man kann also fragen, wer fliegt morgen nach West Palm, wer fliegt morgen nach Fort Lauderdale, wer fliegt morgen nach Miami und wer kann mich mitnehmen und dann kann man einfach mitfliegen. Das ist sicherlich dann immer mal wieder interessant, wenn man so den Inselkoller bekommt, wenn man sagt, nee, jetzt möchte ich mal eine schöne Night Out haben, jetzt möchte ich mal ins Konzert gehen, Sportveranstaltungen sehen, Messi spielen sehen, dann fährt man halt kurz rüber und nimmt sich dann halt ein Hotel oder viele Bahamians hier, viele aus Freeport, die haben auch tatsächlich ein Apartment in Florida. Wobei man ja auch interessante Leute auf der Insel sehen kann. Also da muss man ja gar nicht unbedingt nach Miami fliegen. Also vor kurzem habe ich gelesen, dass Johnny Depp zum Beispiel sich wieder mal hat blicken lassen und er hat sich die Zähne machen lassen. Ja, das habe ich auch gesehen, ne? ja, genau. Zum Beispiel. Das war ja immer so ein Ding. Und wer jetzt es mehr local liebt, also Anne Wünsche, die berühmte Berlin Tag- und Nacht-Darstellerin, die soll ja, hast du sie schon mal gesehen? Die soll ja auch auf den Bahamas leben. Wie auch immer. Also ich meine, man sieht halt auch ein paar interessante Leute und nicht nur das, sondern natürlich auch vielleicht sogar sehr, sehr interessante Persönlichkeiten auf den Bahamas, wie zum Beispiel von einigen großen mittelständischen Familienunternehmen aus Deutschland, ne? Da vielleicht so die gestandenen Unternehmer. Also man hat schon interessante, das habe ich mir immer wieder sagen lassen, sehr, sehr interessante Bekanntschaften, die man auf den Bahamas schließen kann, ohne dass man nach Miami fliegen muss. Und Absolut. Wir sprechen ja jetzt Shakira hat noch eine Insel gekauft neulich und ist Shakira, die lebt ja in Miami, hat aber jetzt eine Insel auf den Bahamas gekauft. Die hat ja Stress mit dem spanischen Finanzamt gehabt und ist dann auch wegen der Trennung natürlich ausgewandert. Die deutschen Familien, die hier leben, die wollen eher privat hier sein. Das heißt, die soll ich hier nicht beim Namen nennen, aber es gibt tatsächlich zahlreiche deutsche Familien hier. Und das Schöne ist, man ist hier auf der Insel mit jedem per Du. Also man kennt jeden. Es gibt eine deutsche Community, es gibt eine überraschend starke österreichische Community, es gibt natürlich Italiener, es gibt Kolumbianer. Es ist wirklich sehr, sehr international und es gibt die Locals, die Bahamians. Ja, also ich selber muss jetzt nicht alle 3 Wochen nach Miami fliegen, aber wenn man die Insel noch nicht gewohnt ist, ist es auf jeden Fall mal eine gute Upside, dass man weiß, okay, wenn der Inselkoller kommt, dann kann ich kurz rüber fliegen. Das sind ungefähr 20, 25 Minuten Flugzeit. Christoph, jetzt für diejenigen, die jetzt die anderen Videos vielleicht noch nicht gesehen haben, erzähl doch nochmal eigentlich ganz kurz, was du dort in den Bahamas machst und dann würde ich jedem vorschlagen, der sich dann damit vertieft befassen sollte, der soll dann mal hier die anderen Videos anschauen mit den anderen Gesprächen mit dem Christoph, wo das dann im Detail schreibt. Aber fass doch mal kurz zusammen, was du da eigentlich machst in den Bahamas und was du da eigentlich auch anzubieten hast. Ich bin Immobilienentwickler, zusammen mit meinem Geschäftspartner, dem Hanno. Und wir haben auf Mallorca sehr viele Immobilien gebaut in den letzten Jahren. Und auf Mallorca ist es immer so, da gibt es einen Trend. Und wenn du den Trend fährst, ist super und dann gibt es immer eine Zäsur. Und das hatte ich 2008, war natürlich eine krasse Zäsur, ja, mit der Finanzkrise. Das hat Spanien schwer erwischt. Da bin ich dann in die DOMREP gegangen, Dominikanische Republik, um da Häuser zu bauen.
und dann wieder zurück. Dann kam nochmal ein sehr, sehr langer Aufschwung auf Mallorca und den haben wir dann mitgenommen, bis wir dann mit Covid eigentlich gesehen haben, das wird jetzt immer restriktiver in Europa. Mir hat auch die ganze Politik hat mir einfach auch nicht gepasst. Also man muss sich auch immer fragen, es geht ja nicht nur ums Geld verdienen, es geht ja nicht nur um den Beruf, sondern du hast dieses eine Leben und dieses eine Leben, das willst du maximal leben. Und da habe ich einfach gesagt zu meiner Frau, wir müssen raus und die Karibik war naheliegend. Dann war es eigentlich ein echter verrückter Zufall. Also wir waren immer schon sehr Miami-affin und haben gesagt, also mit Kindern, Dominikanische Republik ist jetzt für uns persönlich nicht so das Thema. Miami war aber auch wegen der Sicherheitslage, wegen den liberalen Waffengesetzen und so weiter, war für uns nicht interessant. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall Grand Bahama entdeckt und bin dann ein bisschen weiter reingestiegen in diese Recherche. Und das kann man ja auf Google mittlerweile sehr gut machen. Ich habe da gesehen, das ist ein Traum für Immobilienentwickler. Es gibt erschlossenes Land, es gibt Straßen, es gibt Wasseranschlüsse, es gibt Strom, es gibt alles. Es gibt nur keine Häuser. Und habe ich gedacht, da müssen wir mal hin. Und dann war ein Investor, den wir aus Calapi kennen, der hat seinen steuerlichen Wohnsitz dort. Also totale Zufall. Also ich habe den Research gemacht und am nächsten Tag quasi habe ich den getroffen und dann hat er gesagt, er musste auf jeden Fall hinfliegen. Ist auf jeden Fall was für euch. Und dann sind wir im Dezember 2020, Hanno und ich, hierher geflogen und bei mir hat es keine 5 Minuten gedauert. Ich habe sofort gewusst, das ist es. Und ja, dann haben wir natürlich Due Diligence gemacht, musst du bei Immobilien immer machen, gerade wenn du in der Karibik Grundstücke kaufst. Das wusste ich auch schon aus der Dominikanischen Republik. Das dauert dann natürlich alles sehr, sehr lange. Du willst nicht was kaufen, was nachher nicht deins ist. Da sind die Bahamas grundsätzlich gut, aber sag mal, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und wir haben das dann sehr, sehr gründlich gemacht und da war das erste Jahr eigentlich damit nur verbracht, die Grundstücke zu finden, die wir jetzt bebauen. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip, Mallorca sind wir kurz davor abzuschließen. Da sind noch ein paar Häuser im Verkauf. Mein Geschäftspartner war jetzt gerade im Sommer auf Mallorca nochmal. Ab nächstes Jahr werden unsere ersten Häuser in Grand Bahama fertiggestellt. Und ich denke, dann ist das unsere Zukunft, Grand Bahama. Also Immobilienentwicklung, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Und wir beteiligen eben private Investoren an unseren Immobilienprojekten, weil ich war selber mal Banker und ich kenne die Finanzwirtschaft und ich weiß, wie volatil das alles ist. Wir finanzieren uns ausschließlich über Privatinvestoren, überhaupt nicht mit Banken. Null. Spannend, klasse. Jetzt ist ja so, dass unsere Mandanten, also im Prinzip kann man sagen, zurzeit wird man ja fast überrannt nach Anfragen von Mandanten, die einfach, oder mit Anfragen von Mandanten, die nach dem Plan B suchen. Ne? Also momentan haben wir unglaublich viele Telefonate, Sebastian, auch ich, mit Deutschen, Österreicher, Schweizern, die sagen, ich will jetzt so schnell wie möglich meinen Plan B, C oder D, also sprich eine Residenzkarte für irgendein Land, weil dann habe ich Reisefreiheit, die müssen mich ja immer rauslassen und dort müssen sie mich immer reinlassen, so nach dem Motto. Ja, genau. Und ich habe sozusagen mein Refugium und vielleicht nicht heute sofort, aber innerhalb der nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, könnte das eins von mehreren meiner Wohnsitze sein. Und jetzt sind wir ganz gespannt zu hören, was ist denn da dieses Jahr noch möglich, du hast vor uns von dramatischen Änderungen gesprochen, was nächstes Jahr so nicht mehr möglich ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir heute unbedingt nochmal gesagt haben, wir machen jetzt Podcast Nummer 4. Genau, das ist wichtig, dass wir das heute den Zuhörern mitgeben. Es wird sich sehr viel ändern nächstes Jahr. Bisher ist es so, es ist wirklich sehr, sehr einfach, hier die Residenz zu bekommen, wenn man ein Investor ist. Also das Programm heißt Residence by Investment und ich investiere in ein genehmigtes Projekt innerhalb der Freihandelszone. Da gibt es die Website, die ich vorhin auch angesprochen habe, investmentbahama.com. Da sind unsere Projekte auch drauf abgebildet. Da gibt es verschiedene andere Projekte auch. Unser Alleinstellungsmerkmal dort ist allerdings, dass der Investor Eigentümer wird. Er beteiligt sich nicht bei uns, sondern er kauft Land. Und er gibt uns den Projektmanagement-Auftrag für ihn, das Haus zu bauen. Das ist mir ganz wichtig, weil wir bekommen nicht das Geld vom Kunden, sondern der Kunde zahlt am Baufortschritt und er bekommt, wenn er den Betrag von $750.000 nachweist beim Notar, dann bekommt er die Lifetime Residence. Und das wird dieses Jahr enden. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich nur noch bis zum Jahresende Zeit und
Das kann man aber jetzt nicht so sehen, dass man am 30. Dezember hierher kommt und ein Grundstück kauft. Nein, das Grundstück muss eingetragen sein. Das heißt, die Uhr tickt tatsächlich. Wer jetzt im September und Oktober sich nicht entschieden hat, für den ist das Programm dann eigentlich auch durch. Denn Bahamas gehen dann so am 20. Dezember in den Weihnachtsurlaub. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine Sicherheitsmarge einbauen, dass mein Grundstück auch tatsächlich eingetragen wird, weil dann erst kann der Antrag gestellt werden. Das heißt, momentan sind wir tatsächlich damit beschäftigt, alle diejenigen, die jetzt hier auf der Insel waren und die sich vielleicht noch nicht entschieden haben, das einfach zu sagen. Informiert euch bitte, nicht, dass ihr nachher ein Grundstück habt und keine Residenz mehr bekommt. Und das war ein sehr, sehr interessantes Programm. Das wurde wegen Covid letztendlich ins Leben gerufen, weil man gesagt hat, wir wollen diese 2 Milliarden einsammeln. Und jetzt sind eben 2 Sachen passiert. Erstens mal, die 2 Milliarden sind eingesammelt. Es sind über 2000 Jobs hier auf der Insel entstanden. Und die Grundstücke sind knapp geworden. Also es hat wirklich funktioniert. Und dann haben wir natürlich diesen Trade-off von den anderen Inseln gehabt, dass die Leute aus Nassau gesagt haben, ich gehe jetzt nach Freeport. Und das gefällt natürlich den Politikern auf den anderen Inseln nicht. Und insofern gibt es keine Chance, dass dieses Programm verlängert wird. Das Programm endet am 31.12. Aber wie gesagt, derjenige, der nicht bis Ende Oktober gekauft hat, da kann man wirklich keine Garantie übernehmen, dass der noch seine Residenz bekommt. Also ich kann dann also ab dem neuen Jahr nicht mehr letztlich für 750.000 Dollar Investment die unbeschränkte, unbefristete Aufenthaltsgenehmigung erwerben. Mit diesem jetzigen Programm sind noch zahlreiche andere Vorteile verbunden, insbesondere was für diejenigen interessant ist, die an einem Plan B interessiert sind. Das heißt, wenn ich in dieses Programm jetzt noch reingehe, wenn ich jetzt noch ein Grundstück kaufe, das muss ein genehmigtes Projekt sein. Wir haben genügend genehmigte Projekte. Dafür gibt es dann die Einzelberatung, um das zu erklären, was ist ein genehmigtes Projekt. Wir können also das noch umsetzen bis Ende Oktober. Und der Riesenvorteil von dieser Residenz ist, sie ist nicht an einen faktischen Aufenthalt auf Grand Bahama verbunden. Das heißt, ich habe diese Karte, aber ich muss tatsächlich nicht hier sein. Und wenn ich noch, du kannst mich korrigieren, was ja auch einigermaßen spannend ist, weil wir haben ja Mandanten, die sagen, ich möchte einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D. Das heißt, vielleicht sind da die Bahamas nicht so mein Refugium, wo ich 12 Monate in Zukunft mich aufhalten muss. So wie ich das gelernt habe, ist es ja auch so, dass man das Grundstück bzw. eben das Haus, was dann da steht, auch wieder verkaufen kann, ohne dass man seine Residenz verliert. Und das haben wir bei ganz, ganz vielen Plan B Projekten ist es ja so, dass ich die Immobilie halten muss. Ne? Ja. Also zum Beispiel gibt ja auch Citizenship by Investment, wo ich zum Beispiel für ein paar 100.000 Euro dann zum Beispiel ein Passport kaufen kann, aber ich muss diese Immobilie eben eine Mindestanzahl von Jahren bis zu 8 Jahre, 5 bis 8 Jahre Minimum ist meistens da, muss ich sie halten, darf sie nicht verkaufen. Und hier ist es ja so, dass ich sie eigentlich relativ schnell wieder verkaufen kann, habe trotzdem meine Residenzkarte und kann dann entscheiden. Ich meine, wenn ich nur einen Monat pro Jahr auf den Bahamas bleiben will, ist vielleicht besser, was zu mieten. Aber wenn ich dauerhaft leben will, dann ist natürlich besser, was zu kaufen. Und da bin ich halt relativ frei. Ist es richtig so, Christoph? Ja, genau. Das ist ein Riesenvorteil von diesem Plan B-Visum in der Port Authority, dass ich dieses Immobilienprojekt sozusagen anschiebe, ich mache dieses Investment und dann gibt es ein sogenanntes Interview. Das heißt also, ich beantrage das und dann kommt es zum Interview. Und zu diesem Zeitpunkt von dem Interview, das ist der Zeitpunkt, wo sozusagen der Stempel draufkommt auf die Akte. Okay, alles klar, Personalausweis wird ausgestellt. So, bei diesem Interview muss ich Landowner sein. Das heißt, in unserem Modell, in unserem spezifischen Modell kauft jemand die Immobilie, er kauft das Grundstück und zu dem Zeitpunkt des Interviews ist er Eigentümer und da ist natürlich ein Haus drauf, was in den Verkauf geht. Das ist auch vollkommen okay. Und einen Tag nach dem Interview kann er das Haus sozusagen verkaufen, hat seine Karte. Das ist richtig. Und das wird enden. Das heißt, das war einfach zu erfolgreich und die anderen sind dann ein bisschen neidisch geworden und haben gesagt, das kann ja nicht sein. Und jetzt ist es eben tatsächlich ausgelaufen. War fairerweise auch von Anfang an so kommuniziert. Also es wurde von Anfang an gesagt, wir wollen diese 2 Milliarden einsammeln, wir wollen diese 2000 Jobs kreieren und dann ist das Thema durch. Und jetzt ist es halt so, jetzt hat man das festgelegt, zum Jahresende ist es durch, man liegt dann über den 2 Milliarden, ist ja auch nicht verkehrt.
Und jeder, der jetzt noch einen Plan B sucht, sollte also definitiv mit mir Kontakt aufnehmen. Ich habe eine Website, auswandernbahamas.de. Da kann man sich einfach registrieren und dann bekommt man erstmal Informationen. Dann kann man mit mir einen Zoom vereinbaren. Auswandernbahamas.de. Und jetzt also in meinem Grunde ist es ja ähnlich. Wir kennen ja solche, der Daniel hat es ja gerade eben schon gesagt, aber ich meine mal ein ganz bekanntes Beispiel, zum Beispiel Dubai. Also in Dubai ist ja auch so, wenn ich da eine Immobilie kaufe, bekomme ich eine Aufenthaltsgenehmigung für 3 Jahre, muss dann auch die Immobilie so lange behalten. Nach 3 Jahren muss ich dann erneuern. Aber die kann ich nur erneuern, wenn ich nach wie vor dann die Immobilie habe. Und mein Verständnis ist, Bahamas hat im Grunde ein ähnliches Modell dann in Zukunft. Das heißt, ich muss letztlich die Immobilie weiterhalten, um weiterhin mich für die Aufenthaltsgenehmigung dort zu qualifizieren, korrekt? Ja, ich darf das mal ganz kurz skizzieren. Es war eine Ankündigung im Juni, mittlerweile gibt es da schon genaueres. Also es gibt immer noch die Möglichkeit des Immobilienkaufes. Die weitaus meisten Menschen möchten eine Immobilie kaufen, möchten der Eigentümer von diesem Grundstück sein, die möchten nicht in eine Firma investieren. Was den Investment in die Firma angeht, da ändert sich lediglich der Investmentbetrag. Das heißt, wenn ich bisher $750.000 in eine Firma investiert habe, um eine Residenz zu bekommen, dann muss ich ab 1. Januar 2025 $1 Million investieren in die Firma. Und das kann auch meine eigene Firma sein, korrekt? Das kann auch meine eigene Firma sein. Das muss in einem sogenannten Wachstumsbereich sein. Der Wachstumsbereich ist festgelegt worden. Das sind Hotels, das sind Marinas, das sind Luxusimmobilienprojekte. Das ist aber auch Agrar, das ist erneuerbare Energien, also Solarpanels etc. pp. Und natürlich der Finanzsektor. Dadurch, dass man jetzt von der schwarzen Liste runter ist der Finanzsektor wieder sehr, sehr bullish. Da gibt es jetzt in den nächsten Monaten, wird es einige Fusionen geben, auch mit europäischen Banken. Also der Finanzsektor profitiert ganz stark jetzt davon, dass man von der schwarzen Liste runter ist. Also das heißt, auch wenn man als Vermögensverwalter hier sich niederlassen möchte, auch dann mit einer $1 Million Invest bekomme ich meine Residenz. Wir sprechen also heute nur über das Thema Immobilien, was wirklich mehr als 90% meiner Kundschaft und wahrscheinlich auch von unseren Zuhörern heute, was das interessiert. Das heißt, ab 1. Januar steigt das von 750.000 auf 1 Million und es gibt aber dann auch einen echten Vorteil. Es gibt eine klare Perspektive auf die Staatsbürgerschaft. Das heißt, ich kann mit dieser 1 Million, wenn ich ab 1. Januar investiere, habe ich einen klaren Weg zur Staatsbürgerschaft, zum bahamaischen Pass, der gar nicht verkehrt ist, um es mal flapsig zu sagen. Also es gibt ja ein Ranking, da kennst du dich viel besser aus, Daniel, aber da ist der bahamaische Pass definitiv nicht verkehrt. Wenn ich jetzt die Immobilie gekauft habe für 1 Million, es kann auch dann eine fertige Immobilie sein, es muss kein Immobilienprojekt sein, ja, dann muss ich die so lange halten, wie ich Resident sein will. Wenn ich aber die Immobilie 10 Jahre gehalten habe und war dann innerhalb der letzten 10 Jahre, war ich 6 Jahre lang mindestens 90 Tage pro Jahr auf den Bahamas, dann qualifiziere ich mich für die Staatsbürgerschaft. Okay, also auch ein Modell, wo man sagen muss, ist auch ein Standardweg, den die da gewählt haben. Es gibt ja viele Länder, wo man dann, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten, tatsächlich auch anwesend sein muss. Ich glaube, das sind 90 Tage noch relativ sehr fair. Ja. Moderat, ja. Genau. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann beantrage ich meine Staatsbürgerschaft halt nach 12 Jahren. Also es gibt nach wie vor, es wird bei der Residenz keine Mindestverpflichtung geben. Das habe ich mehrfach nachgefragt, weil es gibt ja andere Länder, die das gemacht haben, dass man einen Stempel im Pass braucht etc. pp. Das wurde mir hier auch auf Ministerebene gesagt, nein, für die Residenz gibt es keinen Mindestaufenthalt. Auch ab nächsten Jahr nicht. Das heißt, das Einzige, was ich machen muss, um hier die Aufenthaltserlaubnis aufrechtzuerhalten, ist eben die Immobilie weiterhin zu haben. Wenn ich die Immobilie verkauft habe, kann ich die Aufenthaltserlaubnis nicht mehr erneuern. Somit ist das der einzige Grund, aber es ist eben keine Anwesenheit für die Aufenthaltsgenehmigung erforderlich. Und jetzt aber eben nochmal der Charme von der Lösung, die der Christoph eben jetzt noch anbietet, wenn man eben bis Oktober noch, sagen wir mal, schnell ist sozusagen, denn kann ich halt mir für 750.000 plus, ich meine, ich kann auch natürlich eine Million ausgeben, wie auch immer, aber sagen wir mal 750.000 Minimum. Wir reden hier von US-Dollar, um das nochmal ganz klar zu sagen, oder? Ja. Kaufe ich halt die Immobilie, bekomme meinen Personalausweis und dann nehme ich diese 750.000 wieder, vielleicht
habe ich sogar Glück und kann es halt nach einem halben Jahr für 800.000 oder für noch mehr weiterverkaufen. Das heißt, nehme eigentlich schon einen kleinen Gewinn mit in der Zeit. Nach einer bestimmten Zeit, wann auch immer das dann natürlich baufertig ist, da wirst du wahrscheinlich dann eher im Individualgespräch auch noch genauere Angaben machen. Also wann immer das sozusagen dann fertig ist, dann kann ich es ja weiterverkaufen und kann damit mir meinen Plan C in einem anderen Land nochmal im Prinzip realisieren, oder? Und nehme dort nochmal einen Personalausweis mit. Also das ist halt, sehe ich jetzt momentan eben wirklich der Charme, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt, nehme das, wie auch immer, wie lange das dauert, verkaufe das, nehme jetzt dort den Gewinn mit, möglicherweise. Genau. Möchtest du jetzt hier was sagen oder lieber nicht, was zum Beispiel realistisch ist, wenn man sagt, ich lasse das mal ein Jahr lang, also ich mache das jetzt, was könnte man vielleicht nach 12 Monaten, gibt es da Erfahrungswerte? Wir machen auf jedes Grundstück einen individuellen Plan. Das heißt, es gibt hier nicht das Produkt von der Stange. Das würden auch unsere Investoren gar nicht möchten. Also am Ende ist Bahamas natürlich schon ein Land für Vermögende und die lieben hier natürlich auch den Schutz, den sie hier genießen. Das oberste Gericht der Bahamas sitzt in London. Also das sind viele, viele Gründe, warum die Billionärs der Welt gerne auf den Bahamas leben. Und insofern sprechen wir natürlich auch über eine selekte Kundschaft, die hier bei uns, bei mir und beim Hanno dann auch investiert. Und das wird auf den Cent genau durchgerechnet. Das heißt, wir haben natürlich Verträge. Unsere Verträge machen wir nur über den Notar. Das heißt, es wird nie die Rechtsbeziehung geben, dass man nachher streiten muss, was war jetzt gemeint. Nein, wir gehen immer zum Notar. Alle Gelder gehen an den Notar etc. Wir haben aber auch eine deutlich höhere Verzinsung als die du da angesprochen hast. Also wir wollen 70% machen innerhalb von 24. Klingt sehr interessant. Ja. Ja. Und das haben wir allerdings auf Mallorca auch so umgesetzt. Und insofern ist es durchaus eine Marge, die in dem Luxusimmobilienbereich erzielbar ist. Das ist natürlich keine Gewähr für die Zukunft, das ist völlig klar. Aber das wissen diese Investoren natürlich auch. Zahlen das ja auch, flapsig gesagt, aus der Portokasse. Also das ist jetzt kein Produkt, um hier mit dem letzten Cent, den man sich erspart hat, dann eine Luxusimmobilie hier da hineinzustürzen. Ja, kommt auch, ist klar. Also die Bahamas schauen auch, die wollen auch einen Bonitätsnachweis über diese Immobilie hinaus. Die wollen schon sehen, wer ins Land kommt. Und deswegen auch immer jeder einzelne Antrag wird von einem Menschen geprüft und der Mensch möchte sie kennenlernen. Das heißt, also es ist tatsächlich so, sie sitzen dann mit dem Beamten in seinem Office. Das kann dann eine Stunde dauern. Ich finde das eigentlich total super. In Deutschland, da kommen diejenigen rein, die keinen Pass mehr haben oder den an der Grenze wegschmeißen. Und da gibt es überhaupt kein Interview. Und nach 2 Jahren kriegen sie 1.000 Euro, damit sie wieder nach Hause fliegen. Die Bahamas gehen einen anderen Weg und für mich ehrlich gesagt viel nachvollziehbarer und viel charmanter. Also die Bahamas möchten jeden kennenlernen, aber dadurch hat man natürlich auch die Crème de la Crème. Ja, absolut. Und wie viel Mal muss man denn anreisen, wenn man, sagen wir mal, das alles jetzt abwickeln will? Wie oft muss man auf die Bahamas fliegen? 2-mal. 2-mal. Und zwar einmal, um sich das Grundstück anzuschauen. Der Notar möchte jeden Antragsteller persönlich kennenlernen. Und das ist verpflichtend. Das können wir nicht über Zoom machen. Das heißt, es ist tatsächlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt Kunden gehabt, die sind an einem Tag hierher geflogen. Also aus jedem größeren Flughafen kommt man nach London und von London geht es weiter nach Nassau und von Nassau geht es nach Freeport. Das ist eigentlich der kürzeste Weg. Viele machen aber auch den Weg über Miami. Ich persönlich fliege zum Beispiel immer über Miami, weil ich nehme mir dann nochmal extra 1-2 Tage. Und das sind so die Wege. Also man muss hierher fliegen. Der Notar muss jeden Antragsteller einmal persönlich gesehen haben. Das findet in einer sehr, sehr konstruktiven Atmosphäre statt, alles sehr freundlich und natürlich möchten wir, dass man sich die Grundstücke dann auch anschaut. Also das heißt, wir nehmen uns dann auch wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ich empfehle auf jeden Fall hier mit Anreisetag und Abreisetag 3 Tage einzuplanen. Das heißt, am ersten Tag einfach mal die Insel kennenlernen. Jeder, der in der Karibik schon war, der wird positiv überrascht sein, wie hier die öffentliche Infrastruktur ist, wie gut die öffentliche Infrastruktur ist, wie schnell das Internet ist, dass wirklich alles super funktioniert. Und der zweite Tag ist dann tatsächlich ein Arbeitstag, wo man einfach sagt, wir schauen uns jetzt wirklich 20, 30 Grundstücke an, wir schauen uns verschiedene Projekte an. Wir müssen sicher sein, dass das eine tragfähige Beziehung für die nächsten 2 Jahre ist. Und dann am 3. Tag geht es dann zum Notar. Und der Notar macht dann seine Überprüfungen, der stellt dann seine Fragen und der Rest kann dann alles von Deutschland aus erledigt werden.
bis dann eben das Interview ist. Und das Interview ist jetzt nicht so, dass man dann einen Brief bekommt, in den nächsten 36 Stunden musst du hier sein. Das kann man also tatsächlich sehr gut in seinen Plan einpassen, denn die Bahamas wissen auch, okay, diese High-Net-Worth-Individuals, die haben auch ihre eigenen Schedules, die haben ihre eigene Planung. Das heißt, man kann das natürlich auch schieben. Wenn man das zusammenlegt mit dem Termin, wo die Immobilie verkauft wird, bietet sich das natürlich an. Dann macht man halt eine Woche hier Urlaub, macht am ersten Tag das Interview und am letzten Tag den Notartermin und alles ist gut. Absolut, absolut. Jetzt von der Bauweise her, Christoph, was kann man sich denn da vorstellen? Was wird denn da gebaut vom Stil her? Was sind das für Häuser? Genau, also die Webseite ist steiningerdesigners.com. Steininger ist ein Architekturbüro aus der Schweiz und aus Österreich. Der Martin Steininger selber ist ein Österreicher und der baut moderne, an Bauhaus angelehnte Architektur. Wir haben unsere Häuser an den lokalen Style angepasst, denn witzigerweise, als diese Freihandelszone erfunden wurde, die Geschichte kann man im Internet auch nachlesen, waren 2 englische Familien, die eine steht dem Königshaus sehr nahe, die haben diese Idee gehabt, hier eine Freihandelszone aufzusetzen und eben diesen Containerport anzusiedeln, weil er strategisch extrem gut liegt, also zwischen Panama-Kanal und Europa, aber direkt vor der Küste der USA, als steuerfrei, komplett offshore. Die haben solche Häuser schon gebaut. Also das heißt, der Hanno, der ist der Immobilienmensch bei uns, der zeigt dann auch wirklich die Häuser, wie sie in den 60er, 70er Jahren gebaut wurden. Und unsere Häuser sind sozusagen die Weiterentwicklung. Natürlich sind wir technisch heute weiter. Das heißt, die werden jetzt aus Massivbeton gebaut mit Holzverkleidungen, dass der karibische Style so auch ein bisschen durchkommt. Aber es ist ein modernes Design. Und da kann man, wie gesagt, bei Steininger Designers kann man das nachschauen. Da sind auch Renders drin etc. pp. Dieser Stil kommt sehr, sehr gut an. Und ein Wort noch hier vielleicht zum Thema Hurricanes. Also natürlich, mir ist schon klar, natürlich die Immobilien sind Hurricane-sicher. Wie oft kommt sowas vor mit dem Hurricane, dass dann Hurricane drüber fegt? Hast du auch schon mal erlebt oder wie sieht es aus? Also die Häuser sind natürlich Hurricane-resistant. Die Bauweise hält Hurricane 5 problemlos aus. Die Fenster sind natürlich immer ein Thema und deswegen können wir nur Fenster nehmen, die Miami-Dade approved sind. In Miami gibt es die ganzen Wolkenkratzer, die haben ja alle Glasfronten. Die sind alle Miami-Dade approved, Hurricane 5 approved. Ich selber habe noch keinen Hurricane 5 erlebt. Ich möchte es auch nicht erleben. Insofern, der einzige Hurricane, den ich erlebt habe, war Hurricane Nummer 1, also die kleinste Kategorie. Und dieses Jahr haben alle gesagt, um Gottes Willen, Klimaeffekt, der Atlantik ist so heiß wie nie. Und tatsächlich war das ein super Sommer hier. Wir hatten Kunden aus Norddeutschland hier, die haben sich beschwert, es war wirklich zu warm. Gefühlt 37 Grad gefühlt, weil es halt so feucht war. Aber auf dem Thermometer ist es eigentlich immer nur so 30, 31 Grad. Ja, dieses Jahr war kein Hurricane. Hoffentlich, toi, 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 gibt es auch keinen. Will natürlich auch niemand haben. Aber wenn, dann sind unsere Häuser dafür vorbereitet. Klasse. Sehr gut. Also wichtig zu verstehen. Ich meine, ich habe selbst in Miami gewohnt, ein paar Jahre. Ich weiß es auch. Also ich meine, es ist definitiv nicht so, dass man jetzt dort jedes Jahr einen Hurricane erlebt. Ja, also eigentlich, man muss sagen, in den meisten Jahren erlebt man keinen. Also vielleicht einen Sturm oder vielleicht einen sehr leichten Hurricane, aber in den meisten Jahren gibt es keinen schweren Hurricane. Dann gibt es natürlich die Ausnahmejahre, wo es dann einen Hurricane gibt, ja, aber man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass jedes Jahr jetzt hier letztlich der Hurricane hier über die Insel fegt. Ja. Und selbst dann, wenn er über die Insel fegt, gibt es verschiedene Gegenden auf der Insel. Es gibt also genauso, wenn ich nach Deutschland schaue, wenn ich im Talboden lebe, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Überflutung, als wenn ich oben auf dem Berg lebe. So gibt es hier sogenannte Flood Maps. Das heißt, hier gibt es von der amerikanischen Behörde, der Wetterbehörde, gibt es entsprechende Maps mit den verschiedenen Risk Exposures. Und dann sieht man eigentlich relativ klar, was passiert, wenn der Hurricane selber hat natürlich einen starken Wind und das ist sehr beeindruckend, aber der macht in den seltensten Fällen was aus. Also ich lebe hier momentan noch zur Miete, weil wir ja die Häuser erst bauen und mein Haus ist ungefähr 30 Jahre alt und ist noch nie was passiert. Und wir hatten jetzt hier ganz schwere Hurricanes auf der Insel, kann man in YouTube nachschauen, aber es sind eigentlich immer die gleichen Gegenden, die betroffen sind. Und wenn man in so eine Flood Map sich nimmt, das Wichtigste am Hurricane ist nachher, was passiert mit dem ganzen Wasser, ja? Fließt das Wasser wieder ab oder bleibt es da stehen? Und dann geht ja die Infrastruktur kaputt. Wenn man diese Flood Maps sieht, dann sieht man eigentlich in diesen Gegenden, wo wir bauen,
Da hat es noch nie einen größeren Zwischenfall gegeben. Das war wohl früher auch so, denn da stehen auch die teuersten Villen. Also die teuersten Villen stehen tatsächlich in den Gegenden, wo historisch einfach auch noch nichts passiert ist. Ja, müssen wir uns unbedingt mal angucken, Christoph. Ja, absolut. Also wir sollten auf jeden Fall das kombinieren mit dem Event Perspektive Ausland. Ich denke, es gibt viele in Florida, sehr, sehr viele in Florida, die euren Kanal sehen. Insofern würde sich das anbieten, dass man einfach mal sagt, wir machen einen Perspektive Ausland in Miami und dann fahren wir kurz rüber, entweder mit dem Boot oder mit dem Privatflieger fliegen wir kurz rüber und ihr werdet begeistert sein. Ja, und an Zuschauer und Zuhörer, es gibt ja auf unserer Webseite perspektiveausland.com/events, da kann man sich auf eine Warteliste eintragen lassen, wird man dann informiert über unsere Reise, die wir bald planen wollen, nach Florida sowieso. Also das wäre nochmal hier der Aufruf dann. Schaut auf die Webseite. Erweitern wir die Reise noch um einen Trip in die Bahamas. Ja, so ist das, ja. Sollte man sich auf jeden Fall überlegen, ja, genau. Ja, also ich kann nur sagen, vielen Dank und wer auch immer jetzt noch Fragen dazu hat, wir blenden jetzt an dieser Stelle deine Kontaktdaten ein. Man kann natürlich auch an uns schreiben und dann leiten wir das weiter, was auch immer jetzt am einfachsten ist für Zuschauer und Zuhörer. Gerne auch Fragen in die Kommentare reinschreiben, die wir dann an dich weiterleiten, beziehungsweise du direkt auch beantworten kannst dann in den Kommentaren zu diesem Video. Und genau, also Zuschauer und Zuhörer, also lieber Zuschauer und Zuhörer, wenn du jetzt nicht seit 20 Jahren Polizist, Lehrer, Krankenschwester oder Geistlicher bist, weil das wäre die Alternative, dann brauchst du keine $750.000, dann schreib dem Christoph und lass dich beraten, wie dein Weg zu den Bahamas am schnellsten zu realisieren ist. So kann man sagen. Vielen herzlichen Dank, Christoph, für deine Zeit. Danke an euch. Wir sehen uns ja bald wieder in London. Ich habe mein Ticket schon gebucht. Da ist dann wirklich sozusagen letzte Stunde. Das Gute ist, man kann mich da persönlich natürlich treffen in London. Nochmal Hintergrundinformationen. Aber ganz wichtig, bucht den Flug, wenn es für euch interessant ist, dieses Plan B Residenzvisum zu bekommen, dann bucht einfach den Flug. Wir sind hier, auch wenn ich in London bin, ist hier trotzdem mein Team vor Ort. Und hier gilt jetzt wirklich jeder Tag, denn wie gesagt, die Bahamas, die arbeiten gemütlich und 20. Dezember ist Schicht im Schacht, da ist dann Weihnachtsferien. Da kann man also nicht davon ausgehen, dass man noch den Notar herbekommt. Ja? Also insofern bucht einfach den Flieger, entweder auf die Bahamas oder eben nach London und besucht mich. So ist das. Dann vielen herzlichen Dank, Christoph. Danke. Bleib fröhlich und bis bald. Bis bald. Tschüss. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.